Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert, deinem Kanal rund um den Škoda Enyaq. Mein Name ist Matthias und heute sprechen wir nochmal über das kleine Over-the-Air-Update, das gekommen ist. Denn das hat etwas Lustiges mit sich gebracht, einen lustigen Fehler, und den möchte ich euch gar nicht vorenthalten. Auf geht's! Der Fehler, der mit diesem kleinen OTA-Update mitkam, gestaltet sich wie folgt. Wenn ihr den Wagen anstellt, kommt euch dieser Bildschirm sicher bekannt vor, den ihr immer mit OK bestätigen müsst. Was aber auffällig ist, ist, dass hier oben schon wieder eine Nachricht vorhanden ist. Ja, ihr könnt die jetzt noch nicht anschauen. Ihr müsst erstmal den Benutzer bestätigen. Wenn ihr das macht, sieht das Ganze so aus. Und wenn ihr euch jetzt die Benachrichtigung anguckt, dann steht da: Erneute Anmeldung notwendig, bitte geben Sie Ihre Anmeldedaten ein. Was ihr aber auch seht, ich mit meinem Profil bin angemeldet, und was in dem Zusammenhang auch noch wichtig und spannend ist, auch die MyŠkoda-App, die funktioniert. Auch dort muss ich mich nicht neu anmelden. Es braucht einen Augenblick, wissen wir ja alle. Zumal es ist Wochenende gerade, da ist die MyŠkoda-App ja bekanntlich nicht verfügbar, weil irgendwelche Server scheinbar gewartet werden oder so. Manchmal funktioniert es ja beim zweiten Mal. Ja, kann ich euch nicht zeigen. Heute Morgen hat es noch funktioniert. Oh, jetzt könnte es vielleicht funktionieren. Aber hey, da haben wir schon das ganze Dilemma wieder mit der MyŠkoda-App in wenigen Sekunden abgehandelt. Während der hier sich noch versucht. Wenn ihr dieser Benachrichtigung jetzt hier oben folgt, ich nehme das Telefon mal weg, und da drauf geht, dann kommt genau diese Meldung. Ihr Benutzerkonto war längere Zeit offline. Das stimmt überhaupt nicht, denn ich habe gerade ein anderes Video gedreht. Das Auto war 5 Minuten abgestellt. Das ist totaler Mist. Jetzt könnt ihr sagen, ich mache das später, oder ihr geht auf Anmelden. Wenn ihr auf Anmelden geht, dann kommt der bekannte Anmeldescreen. Und der wird euch dann vollends verwirren. Also erstmal hier, wir sehen, da sind Variablen einfach nicht übersetzt. Da ist einfach irgendwas vergessen gegangen, was jetzt auch nicht gerade sonderlich toll ist. Und jetzt kommt dieser Screen. Den kennen wir vom Registrationsprozess. Das ist der Moment, wo ihr euch eigentlich nochmal mit dem Fahrzeug verbinden sollt, wo ihr das scannen sollt, damit das in der App drin ist. Mittlerweile hat die App aber funktioniert, und ich kann euch hier zeigen, mein Auto aktiviert, die Daten sind da, 35% SOC, das stimmt auch. Ergibt also keinen Sinn, muss man gar nicht machen, zumal ihr habt ja jetzt hier auch gar keine Möglichkeit, den Barcode zu scannen. Das Auto ist ja da. Ihr müsstet es jetzt aus der App entfernen, um es dann wieder einscannen zu können. Daher einfach auf Abbrechen hämmern. Das nächste, was da jetzt kommt, ist: Gastbenutzerkonto ist aktiv, Anmeldung abgebrochen. Lasst euch auch davon wieder nicht irritieren. Das OK funktioniert beim ersten Drücken nicht, beim zweiten Drücken nicht. Irgendwann funktioniert es dann. Oder auch nicht. Beim letzten Mal hat es funktioniert, dass es weggegangen ist. Ach, es ist manchmal weiß man einfach nicht, was man bei der Software sagen soll. Wie dem auch sei, ich drücke es jetzt mit Home weg, spielt keine Rolle. Ihr seht, die Benachrichtigung ist weg. Was ihr aber auch seht, ich bin immer noch mit meinem Hauptbenutzer angemeldet. Eine neue Anmeldung war überhaupt nicht erforderlich. Weder hier für die App noch im Auto. Und wer jetzt denkt, hey, kein Problem, dann scanne ich den Barcode eben neu ein, indem ich vorher mein Auto aus der App lösche, lasst es bleiben. Es bringt nämlich nichts, die Meldung kommt trotzdem wieder, das nur als kleiner Tipp. Und dann könnte man natürlich noch sagen, aber hey, du kannst dich doch auch per E-Mail einloggen. Und genau das machen wir jetzt und gucken uns das Ergebnis an. Dann gehen wir doch einfach mal hier auf Einloggen mit E-Mail. Dann könnt ihr hier die E-Mail eintippen. Danach könnt ihr hier das Passwort mühevoll von Hand eintippen. Auch das mache ich geschwind. Und wenn ihr glaubt, jetzt ist alles gut, weil ihr könnt ja jetzt weiter sagen und dann müsste der Login einwandfrei funktionieren. Ja, da habt ihr auch nicht Unrecht mit. Nur das Ergebnis ist nicht das, was ihr erwartet. Ihr seht, was da oben passiert. Tada! Jetzt habt ihr das Ganze neu gemacht und als Dank bekommt ihr das Ganze dann 3-mal serviert. Funktioniert also auch nicht. Ihr seht ja, ich bin angemeldet, ich bin auch synchronisiert, 15:08 Uhr, 15:01 Uhr. Ignoriert die Nachrichten und lasst sich hier einfach
weiter aufsammeln oder drückt sie mit später weg. Und wenn ihr glaubt, das war schon alles, nein, das geht noch viel besser. Wenn ihr jetzt wieder aussteigt, den Wagen abschließt und wieder einsteigt, was ich gerade gemacht habe, dann kommt die Meldung wieder. Soll ich euch das zeigen? Ja, natürlich, ihr wollt das sehen. Aufgepasst. Nur wenige Minuten später, bitteschön, habe ich hier oben 3 neue Nachrichten. Ich bin übrigens immer noch als Hauptbenutzer angemeldet. Und diese Nachrichten ist 3-mal die gleiche. Erneute Anmeldung notwendig. Nein, ist sie nicht. Ich bin angemeldet. Und wer jetzt denkt, ach, ich mache mir das doch jetzt einfach, ich klicke da gar nicht drauf, ich hämmer hier oben einfach auf alle löschen, das geht nicht, weil das ist ja ein Warnhinweis, den könnt ihr nicht einfach weglöschen. Ja, ihr habt keine Wahl. Hier, es gibt kein Löschen. Ihr müsst wieder draufdrücken. Und dann fängt der ganze Spaß von vorne an. Und ich sage jetzt einfach später. Und ich nehme die nächste. Und ich sage später. Und ich nehme die nächste. Und ich sage später. Und damit ist das Thema vorbei. Und beim nächsten Mal habe ich oben wieder 1 bis x neue Nachrichten. Jetzt könnte man natürlich noch meinen, hey Matthias, du bist so ungeduldig. Warte doch einen Moment. So eine Busruhe tut doch gut, oder? Wer es nicht weiß, die berühmte Busruhe, das heißt, dass auf den Datenbussen in diesem Enyaq einfach für circa 20 Minuten Ruhe ist. Das macht ihr, indem ihr ihn einfach abschließt und weggeht. Die hilft hier auch nicht. Ich habe sogar eine ganze Nacht gewartet und am nächsten Morgen waren die Nachrichten trotzdem wieder da. Jedes Mal kommt 1 bis 3. 3 war bis jetzt bei mir das Maximum von diesen Benachrichtigungen. Ihr bringt es aktuell nicht weg. Es ist halt einfach ein unglaublich nerviger Bug. Wie bringt man so eine Software durch eine Qualitätssicherung? Das kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht auffällt. Dass das erst draußen passiert bei den Enyaqs und vorher nie aufgefallen ist. Da hat doch keiner geprüft. Da hat man doch einfach irgendwas ausgerollt. Sowas muss doch auffallen. Ich meine, es ist schön, dass wir das OTA-Update fast zeitgleich überall bekommen haben. Aber dann doch bitte nicht kaputt. Also, wenn das jetzt schon nicht klappt, wie wird das denn dann mit der 3.1 werden? Also da macht man sich ja dann schon Sorgen. Ganz ehrlich, sowas darf nicht ausgerollt werden, sowas muss gefunden werden, sowas muss behoben werden, sowas muss getestet werden. Und wahrscheinlich kann man hier nicht mal Skoda irgendeinen Vorwurf machen. Wahrscheinlich kommt die Software so direkt aus dieser komischen Butze namens CARIAD. Und ehrlich, ich meine, das Ding hat nicht mal Funktion. Ja, und selbst die funktioniert nicht. Also, ja... mehr fällt mir dazu jetzt auch echt nicht mehr ein. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht bin ich ja auch ein Einzelfall, vielleicht habt ihr das ja nicht. Schreibt mir das doch unten in die Kommentare, ob ihr das gleiche Problem habt oder nicht. Vielleicht erzeuge ich hier auch schon wieder einen Sturm im Wasserglas, dann schreibt mir das auch in die Kommentare. Aber irgendwie macht mir das Sorge. Ja, Sorge um die Zukunft dieses Autos, dieser Plattform, ja, der MEB-Plattform. Wie dem auch sei, wenn dir das Video trotzdem gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann lass mir ein Abo da. Jetzt ist der beste Zeitpunkt dafür, damit du keine Videos mehr verpasst. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin, bleib energiegeladen. Es ist schön, dass sie es geschafft haben, so ein OTA-Update... Es ist schön, dass sie es geschafft haben, so ein OTA-Update... Es ist schön, dass sie es geschafft haben, so ein OTA-Update... Es ist schön, dass sie es geschafft haben, so ein OTA-Update... Es ist schön, dass sie es geschafft haben, so ein Cut... Jetzt lasse ich es.